Pass mal auf, Freunde. Mit Versace Blue Jeans habt ihr einen Duft für wenig Geld, der einfach für ältere Erinnerungen weckt und für neue einfach ein sehr geiler, fruchtiger, frischer, herrlicher Duft einfach ist. Wir gehen rein, mein Name ist Dennis, moin aus Hamburg. Ja, Versace Blue Jeans, ein Duft, den es schon so lange gibt, den ich früher schon gekauft habe. Sehr, sehr lange gibt es diesen Duft. Ungefähr müsst ihr zwischen 25 und 30 Euro ausgeben, vielleicht sogar manchmal günstiger. Mehr kann ich mir eigentlich nicht vorstellen als 32 Euro. In 75 ml müssen das sein. Ihr bekommt eine schöne Blechdose hinzu und dieser Duft, oder ich kann ja auch mal kurz weiter zeigen, Versace ist, sie haben nichts geändert. Ne? Man darf ja nicht vergessen, das hat noch der alte Versace gemacht. Gianni, glaube ich, ne? Hieß er Gianni? Und ich kann nur sagen, wenn ich diesen Duft rieche, das ist herrlich. Ihr habt so einen Duft, gibt es heutzutage nicht. Das ist einfach so. Es gibt solche Düfte heutzutage nicht. Da hat Versace was richtig Schönes gemacht. Ihr habt Zitrusfrüchte und Anis in der Kopfnote. Dieses Anis passt hier perfekt. Nicht so, wie ihr euch andere Anisdüfte vorstellt, die vielleicht zu scharf sind oder so, die so komisch. Nein, ihr habt eine richtig schöne, ja, wie gesagt, durch die Zitrusfrüchte macht das den Anis einfach ein bisschen ruhiger. Dann habt ihr eine spritzige Bergamotte am Anfang. Es ist herrlich. Ihr merkt dann schon ein bisschen Lavendel. Es ist eine, ja, sag ich mal, eine Duftpyramide, die ist voll. Hier sind so viele Sachen drin. Jasmin, Rose, die ich eben aufgezählt habe, die Sachen und. Sehr, sehr viel. Eigentlich fast überladen. Aber viele Düfte übrigens sind so überladen. Nur es wird nicht immer alles angegeben. Übrigens auch nicht auf Parfumo, weil es den Endabnehmer einfach erschlagen wird. Es ist einfach wirklich too much und so weiter. Patchouli, Moschus, hier ist fast alles drin. Aber im Endeffekt für mich ist es ein sehr fruchtiger, frischer, einzigartiger Duft, den es so nicht wieder oder noch nie mehr gibt. So, ich finde das toll. Die hatten mehrere Ableger. Den grünen, den orangen, nee Quatsch, den grünen, doch den grünen hatte ich auch. Dann gibt's den rosanen, das ist aber für die Dame, den kenne ich nicht. Den grünen gibt's leider nicht mehr zu kaufen. Schade eigentlich. Warum auch immer. Aber Blue Jeans, der blaue, ist immer geblieben. Es gab auch noch mal einen schwarzen, glaube ich, den kannte ich nicht. Ich habe immer den grünen oder den blauen geholt. Früher war ich fast mehr auf den grünen, aber warum auch immer, es war einfach so. Da gab es früher sogar ein T-Shirt. In so einer riesen Dose war der Flakon und ein Versace-T-Shirt. Das war geil. Die Idee war geil. So, und dieser Duft ist einmalig. Natürlich habt ihr auch ein bisschen Vanille hinzu, was Holziges. Wie gesagt, die Duftpyramide ist voll. Wenn ihr aber einen sehr, sehr seltenen Duft haben wollt, den kaum jemand trägt da draußen, der einfach einzigartig ist, der schön ist, der anschmiegsam ist, der zum Date, im Büro, alltagstauglich, überall einsetzbar ist, dann Versace Blue Jeans. Das Einzige, wo man vielleicht was sagen kann, ist die Haltbarkeit, aber da kommen wir gleich zu. Fakt ist, wie sagt man, einfach komplett einsatzbereit für alle Situationen. Es gibt keine Situation, wo ich sage, da könnte man Versace Blue Jeans nicht einsetzen. Das gibt es gar nicht. Ich wüsste gar nicht welche, weil ganz ehrlich, man könnte jetzt sagen, bei 30 Grad, 35 Grad. Nein, mit T-Shirt einfach raus. Easy. Auch trotz der Fruchtigkeit. Aber es ist ja, wie gesagt, die Bergamotte ist ja auch dann dran. Es sind fruchtige Noten drin, also Zitrusfrüchte, die ja das auch schon ein bisschen kühler machen. Und so viele Sachen. Und das finde ich sehr, sehr nice. Also ganz ehrlich, dieses Teil ist pompös geil. Früher hätte man pompös bei Versace gesagt, ist einfach so. Heute ist das Standard. Ja, und die Medusa, alles hier noch da. Und er hat sie auch nicht, das ist ja noch, ja, du bist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, aber ich glaube, es hat sich nichts geändert. Es hat sich einfach nichts geändert. So, und jetzt kommen wir zur Haltbarkeit. Das einzige Minimum eventuell. Also 5, 6 Stunden habt ihr da was von. Aber er ist natürlich sehr schnell hautnah, ist aber völlig egal bei dem Duft. Ihr solltet unbedingt, also ihr werdet auch, bevor ich das sage, ihr solltet aber bedenken, dass andere euch trotzdem wahrnehmen. Also ich habe für diesen Duft auch schon nach 7 Stunden Kompliment bekommen, wo es wärmer draußen war. Also das passiert auch. Wie gesagt, ich sag's nochmal, alle Nasen sind anders, die riechen das länger und so weiter, aber
das ist nice. Das ist richtig schön. Und nochmal, diese DNA gibt es nicht. Amber ist auch noch mit drin, aber das vergessen wir mal. Also es ist alles so alles in ein schönes Teil. Aber wie gesagt, die Haltbarkeit. Ein CH ist irgendwie da. Für manche ja, für manche nicht. Das ist eben so. Da wiederhole ich mich. Und ja, aber einsatzbereit für alle Zeit, für immer und ewig. Ich hoffe, dass Versace diesen Duft, sag ich mal, ja, für immer da behält, weil das sind auch für mich Erinnerungen. Ich habe den früher, wo ich jung war, ich war 12 oder whatever, ich weiß nicht mal wann genau der jetzt rauskam. Ich weiß nur, dass ich ihn getragen habe und gekauft habe. Und ich fand den früher schon geil, den Grün fand ich geil, der Grüne ist leider weg. Und ja, auf jeden Fall finde ich es toll, wenn sie den, das ist eine DNA, die habt ihr so noch nicht gerochen. Ich glaube auch Parfum, und wenn ihr gucken solltet, findet ihr auch keinen ähnlichen Duft. Und das ist schon schön. Braucht ihr auch keinen ähnlichen Duft, ne? Also wenn, holt ihr euch in dem Fall das Original, was ja auch nicht viel Geld kostet. Ich weiß nicht, was der früher gekostet hat. Gut, jetzt, wenn man das in D-Mark, das war noch D-Mark, ne? Jetzt sind es 32 Euro vielleicht als Höchst oder 35, sind 70 Mark. So teuer war der nicht, ne? Also den gab es für 40 D-Mark. Das sind 20 Euro. Ein bisschen weniger, ja, kommt ja so hin. Manchmal findet ihr den, vielleicht, ich habe ja letztens ein Video gemacht über Parfümzentrum. Das ist so positiv bei euch angekommen. Der ist ja auch positiv, der Laden. Finde ich super schön. Ich hoffe, dass irgendein Mitarbeiter das liest, weil das einfach so, ja, es ist einfach ein super Laden, da geht fast nicht schief. Und ich bin der Meinung, die bieten ja auch gerne mal ein bisschen Oldschool-Düfte an. Und da gehört der damit zu. Heißt nicht, dass er so riecht, ne? Ich sage nur Oldschool, weil er schon lange draußen ist. Und vielleicht haben die den sogar. Und da kann ich mir vorstellen, ich habe vorher nicht geguckt, da kann ich mir vorstellen, dass sie sogar einen ganz stabilen Preis haben. Vielleicht gerade mal 20 Euro. Also so wie ich Parfümzentrum kenne. Ja, schönes Teil. Versace Blue Jeans. Ja, den solltet ihr auf jeden Fall mal unter die Lupe nehmen. Genau wie Lukas, The Spider, findet er den auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ja, ne? So sieht das aus. Ja. Oh, ja, geil. So ist es. Versace Blue Jeans. Schreibt mal in die Kommentare, kennt ihr diesen Duft, kennt ihr diesen Duft nicht? Würde mich interessieren. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich hoffe, dieses Video wird ein bisschen mehr geklickt. Nicht, weil ich da was von habe. Nein, natürlich nicht. Heutzutage werden Einzelvideos leider viel zu wenig geschaut. Ich mache trotzdem einfach, man verdient immer ein bisschen mehr, ne, logischerweise. Oder es ist geiler, wenn man eine Top-10-Liste macht. Aber es gehört auch dazu, und so fing es an mit Einzelvideos. Ich mache auch Einzelvideos genug, glaube die meisten, und dementsprechend ja, muss man auch einige Sachen raushauen. Natürlich haue ich auch Top 10, müsste ich eigentlich vielleicht auch mal ein bisschen mehr machen, aber ich finde, bei einem Einzelvideo kann man einfach Düfte, weißt du, bei einem Top 10 Video sagt man, man kann das auch länger machen, aber meistens ist es so, mal schnell Top 8, hier ist der 8. Platz, und dann laberst du schnell was runter, man vergisst einiges. Bei Einzelvideos geht das einfach ein bisschen stabiler, man muss ein bisschen länger labern, und dementsprechend, ja, schönes Teil. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von diesem Duft haltet. So, dann bin ich raus. Grüße gehen raus, auch an die neuen Mitglieder. Danke, dass ihr dabei seid. Und an die alten Mitglieder natürlich. Und dann würde ich sagen, bin ich raus. Achso, vielen Dank auch an die Leute, die mein Merchandise gut finden. Ja, das freut mich immer, ein positives Feedback. Und dann würde ich sagen, bin ich raus. Und aus die Maus und bis zum nächsten Mal.